Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, wie wir unsere Handys und Headsets mit dem BMW Connectivity Display verbinden, wie wir dann die BMW Connected App benutzen und auch noch, wie man das Ganze mit dem Connected Ride Cradle macht. Als erstes muss Bluetooth auf dem Smartphone eingeschaltet sein und sichtbar für andere Geräte muss eingestellt sein, falls es nicht automatisch eingeschaltet ist. Dann lässt man das Connectivity Display am Motorrad starten und navigiert über das Display mit dem Multicontroller in die Einstellungen. Als nächstes in Verbindungen. Hier kann es etwas dauern, bis man den Punkt anwählen kann. Dann Mobilgeräte und neues Mobilgerät koppeln. Und dann auf dem Handy und dem Display bestätigen. Wichtig, vom Motorrad aus mit dem Smartphone verbinden, nicht über das Smartphone mit dem Motorrad. Mit den Headsets, hier mit einem Sena, funktioniert es ganz ähnlich. Erst das Headset in den Pairing Mode schalten, je nach Headset bitte in der Gebrauchsanleitung nachlesen, wie das jeweils geht. Dann das Motorrad bzw. das Connectivity Display starten. Über das Display navigiert ihr dann mit dem Multicontroller in die Einstellungen. Als nächstes in Verbindungen. Auch hier kann es wieder etwas dauern, bis man den Punkt anwählen kann. Dann Fahrerhelm und dann neuen Fahrerhelm koppeln. Auch hier wichtig, vom Motorrad aus mit dem Headset verbinden, nicht über das Headset mit dem Motorrad. Gleiches gilt für den Sozius-Helm bzw. das Sozius-Headset. Dann zur BMW Connected App. Als erstes müsst ihr die Connected App im Play Store oder im Apple App Store auf euer Smartphone herunterladen. Dann den Anweisungen der App folgen und die BMW-ID von BMW anfordern. Das Handy verbindet ihr mit dem Connectivity Display, wie schon gezeigt. Gut zu wissen, die automatischen Fahrtaufzeichnungen von BMW lassen sich seit dem letzten Update abschalten und Karten sind auch offline zugänglich. Die App wird benötigt, um die Navigationsfunktion am Connectivity Display verwenden zu können. Andere Apps wie Kalimoto funktionieren leider nicht. Wenn ihr die App dann startet, könnt ihr in die Kartenansicht wechseln und euer Ziel eingeben, wie ihr es zum Beispiel von Google Maps kennt. Wenn ihr dann im Connectivity Display zur Navigation wechselt, wird euch dort angezeigt, wie man fahren muss, aber leider ohne Karte. Und über den Multicontroller könnt ihr dann ein neues Ziel eingeben und so weiter. Jetzt seht ihr im Display unten rechts auch, dass das Handy und ein Helm verbunden sind, den Ladezustand des Handys und das Netz des Handys. Wenn ihr dann Handy und Headset mit eurem Connectivity Display verbunden habt, könnt ihr unter Media Musik auswählen und über euer Headset abspielen und natürlich vor- und zurückschalten und so weiter. Und natürlich kann man nicht nur Musik hören, sondern auch telefonieren und das Ganze einfach und bequem über den Multicontroller am Lenker steuern. Und das Handy kann einfach in der Jacke oder im Tankrucksack bleiben. Hinweis: Funktionen, die wir hier zeigen, funktionieren in der Regel nur mit dem originalen BMW Connected Ride Cradle, nicht mit anderen Handyhalterungen. Connected Ride Cradle aufschrauben und alle Halterungen öffnen. Dann wird das Handy eingesetzt und gesichert. Erst wird die BMW-Halterung entsperrt
und entriegelt. Dann kann der Schutz abgenommen werden und das Connected Ride Cradle mit Handy kann eingesetzt und verriegelt werden. Jetzt schalten wir die Zündung ein, dass das Connectivity Display startet. Dann öffnen wir die Connected App von BMW und gehen ganz unten in das Connectivity Hub. Dort können wir dann, wie schon bei Handy und Headset gezeigt, das Cradle verbinden. Danach sieht man links oben im Tacho, ob man gerade das TFT oder das Nav, in unserem Fall das Handy, mit dem Drehrad steuert. Am interessantesten wird hier wahrscheinlich sein, das Handy zur Kartenansicht beim Navigieren zu benutzen. Zusätzlich kann man sich hier auch noch technische Daten des Motorrads wie Luftdruck in den Reifen, Verbrauch, Temperatur, restliche Reichweite, Schräglage und vieles mehr anzeigen lassen. Wenn man dann wieder zurück auf das TFT wechselt, indem man 2 Sekunden auf die Menütaste nach unten drückt, kann man mit dem Handrad wieder durch den Tacho navigieren. Wenn man dann 2 Sekunden auf die Menütaste nach oben drückt, bedient man wieder das Handy bzw. die Connected App. Ich hoffe, wir konnten euch die verschiedenen Verbindungs- und Bedienungsmöglichkeiten zeigen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns unten gerne in die Kommentare. Gut zu wissen. Das Connected Ride Cradle lädt das Smartphone durch die Wireless-Ladefunktion. Falls dein Smartphone noch keine Wireless-Ladefunktion hat, kann unser Adapterkabel verwendet werden, welches ihr natürlich bei uns im Shop findet. Das war's auch schon wieder für heute. Also Servus und bis zum nächsten Video.